Ihr habt Probleme gegen starke Aufschläger zu bestehen, euer Return hat nicht den nötigen Punch, den Gegner unter Druck zu setzen, dann bleibt dran, denn ich zeige euch hier in diesem Video, wie ihr euren Return massiv verbessern könnt. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und heute freue ich mich besonders, denn es geht um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich den Return. Der Return ist zweifelsohne einer meiner besten Schläge. Ich denke, ich kann euch da viele Tipps geben. Umso wichtiger, bleibt bei diesem Video dabei, denn ich zeige euch von Anfang bis Ende, was es beim Return zu beachten gibt. Um das Video so ein bisschen aufzulockern, werde ich immer wieder auch Szenen aus meiner Bundesliga-Saison im vergangenen Jahr zeigen, damit ihr seht, wie das Ganze auch in der Praxis aussehen kann. Das Video habe ich eingeteilt in zwei Bereiche. Zum einen die Vorbereitung, zum anderen die Ausführung. Beiden Bereichen ist sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zuzusprechen und wir fangen direkt an mit dem ersten Bereich, die Vorbereitung. Zum Start in den Bereich der Vorbereitung gebe ich euch 3 W-Fragen in die Hand. Zum einen solltet ihr euch bei jedem Return überlegen, was für einen Return möchte ich spielen. Ihr solltet euch überlegen, wo möchte ich diesen Return spielen. Und zum anderen, wohin möchte ich meinen Return spielen? Kommen wir zur ersten W-Frage, was für einen Return möchte ich spielen? Ihr solltet euch, und das ist natürlich auch abhängig an der Aufschlagstärke des Gegners, im Vorfeld überlegen, was für einen Return möchte ich spielen. Möchte ich meinen Return eher defensiv spielen, also lege ich den Fokus darauf, den Ball hauptsächlich ins Feld zu spielen? Wäre zum Beispiel möglich bei engen Spielständen, wo es darum geht, ins Spiel zu kommen. Oder wenn ich persönlich nicht so besonders gut ins Match gestartet bin und möchte jetzt vor allen Dingen den Fokus darauf legen, in lange Ballwechsel zu kommen, dann sollte mein Fokus daran bestehen, einen defensiven Return zu spielen. Ich könnte allerdings mir auch überlegen, einen neutralen Return zu spielen. Das heißt, ich mache eine Mischung aus offensiv und defensiv, schaue, wie ich an den Ball komme und entscheide dann spontan, ob ich in den Ball eher offensiv gehe oder defensiv reingehe. Das hängt natürlich auch an der Aufschlagqualität des Gegners letztendlich ab. Oder ich kann mir überlegen, ich spiele einen offensiven Return, das heißt, ich habe klare Absicht, den Gegner nach seinem Aufschlag unter Druck zu setzen, gehe in das Feld rein und versuche dann meinen Return offensiv zu spielen. Wenn ich die Frage beantwortet habe, was für einen Return ich spielen möchte, kommen wir jetzt zur zweiten W-Frage, nämlich wo möchte ich den Return spielen? Diese beiden W-Fragen sind natürlich sehr stark in einer Abhängigkeit voneinander. Und wenn ich mir überlege, wo ich den Return spielen möchte, kommt hier meine Return-Ampel zum Spiel. Die Return-Ampel ist wunderbar. Ich kriege immer wieder das Feedback in meinem Tennistraining. Martin, du hattest mir ja damals mal diese Return-Ampel gezeigt. Seitdem muss ich da immer dran denken, wenn ich meinen Return spiele. Und das ist auch genau das, was ich jetzt erreichen möchte. Wenn ihr demnächst retourniert, dann habt ihr mit Sicherheit diese Return-Ampel im Kopf. Worum geht es bei der Return-Ampel? Ich zeige es euch. Bei der Return-Ampel überlege ich mir, an welcher Position hier im Feld ich den Return retournieren möchte. Rot steht dabei für weiter hinter der Grundlinie, Gelb steht dabei für neutral und Grün für im Feld, also offensiv weit vorne. Wo ich meinen Return spielen möchte, ist natürlich jetzt abhängig von ein paar Faktoren. Und diese möchte ich euch jetzt kurz aufzählen. Also, zum einen ist natürlich die Aufschlagqualität meines Gegners entscheidend, wo ich meinen Return spiele. Wenn ich weiß oder wenn ich merke, mein Aufschläger hat einen sehr, sehr harten, schnellen ersten Aufschlag, dann muss ich mir natürlich überlegen, gehe ich nah an die Linie ran, habe dadurch weniger Zeit zu reagieren, macht also den Return deutlich schwerer, als wenn ich zum Beispiel mich auf Rot stelle und habe dadurch, dass ich weiter hinten stehe, von der Grundlinie mehr Zeit zu reagieren. Ich muss allerdings auch wissen, dass Rot einige Nachteile mit sich bringt. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, den ich auch aufzählen möchte. Das ist auch abhängig davon, auf welchem Belag ihr spielt. Hier zum Beispiel in dieser Tennishalle haben wir einen recht schnellen Teppichhallenboden. Und diese Teppichhallenböden, die haben die Eigenschaft, zum Beispiel Slice-Aufschläge extrem schneller zu machen. Also das heißt, wenn ich einen guten Aufschläger habe, der einen guten Slice nach außen beherrscht, dann werde ich mit meiner Position auf Rot sicherlich einige Probleme bekommen. Was passiert jetzt, wenn ich auf Rot stehe? Wenn ich weiter hinten stehe, gebe ich natürlich dem Aufschläger, wenn wir von rechts nach links aufschlagen und der Gegner ist Rechtshänder, gebe ich meinem Gegner natürlich nach außen hin sehr, sehr viel Winkel. Und bin dadurch, dass ich relativ weit hinten stehe, also auf Rot retournieren möchte, dem Gegner natürlich die Möglichkeit, den Slice nach außen zu spielen, was, wenn er gut gespielt ist, in der Halle fast ein sicheres Ass ist. Das heißt, ich muss mir natürlich auch die Frage stellen, auf welchen Belag, Untergrund spiele ich? Auf Sand
ist beispielsweise der Slice-Aufschlag nach außen nicht ganz so effektiv. Da ist Rot sicherlich auch eine Alternative. Auf Hartplatz, Kickaufschlag. Ja, da ist es sicherlich auch möglich, das seht ihr zum Beispiel bei den French Open, da stellen sich die Spieler teilweise hier hinten hin und retournieren von hier. Einfach, weil zum Beispiel bei einem Kickaufschlag der Ball extrem hoch abspringt und dann wieder der Ball natürlich irgendwann sinkt und der Returnspieler hier hinten abwartet und kann den Ball dann hier natürlich deutlich bequemer schlagen, als wenn er nah an der Linie dran stehen würde und hätte einen Treffpunkt dann hier oben. Daher empfehle ich ganz klar hier auf Teppich nicht auf Rot zu retournieren, aufgrund eben der Gefahr des Slice-Aufschlages, sondern eher an der Linie zu stehen. Aber wie ihr seht, ist es abhängig auch vom Untergrund. Ein weiterer wichtiger Faktor, wo ich meinen Return schlagen möchte, ist mit Sicherheit auch der Spielstand, die taktische Komponente. Also ich kann überlegen, wenn ich 40-0 zum Beispiel führe, kann ich mich zum Beispiel auch entscheiden, den Gegner zu überraschen und auf Grün zu retournieren, um dadurch zum Beispiel den schnellen Punktgewinn zu erzwingen. Und letztendlich habe ich bei 40-0 dann später immer noch 2 Spielbälle, um das Spiel zu entscheiden. Es kann aber genauso gut auch darum gehen, den Ball ins Feld zu bringen und gehe dadurch natürlich weiter nach hinten, um einen defensiveren Return zu spielen. Das ist jetzt wieder natürlich auch so ein bisschen die W-Frage Nummer 1. Was für einen Return möchte ich spielen? Und dahingehend seht ihr auch, je nach Spielstand kann es empfehlenswert sein, eben vorne oder eben hinten oder eben neutral zu spielen. Ich möchte euch in der Folge ein paar Ausschnitte zeigen aus der letzten Bundesliga-Saison, wo ich das Ganze dann nochmal für euch aufbereite. So, los geht es mit 2 Returns aus meinem Spiel letztes Jahr gegen Großhesse-Lohe. Und wie ich schon angekündigt habe, bin ich ein sehr offensiver Spieler, also ich retourniere fast immer auf Gelb und Grün, wenn wir uns jetzt an die Return-Ampel erinnern. Und ja, jetzt hier gleich im zweiten Return kann ich es ja nochmal erklären. Also ich fokussiere mich, laufe nach vorne, schaue, wann ist der Vorbereitungszeitpunkt meines Gegners und gehe dann in den Step. Und hier natürlich ein extrem weit vorne geschlagener Return. Da spiele ich mit Sicherheit Hop oder Top und versuche bei einem Spielstand, der entweder für mich war oder gegen mich, den schnellen Punkterfolg zu bringen. Hier mein Gegner, totales Gegenteil, macht dann den Step relativ weit hinten, knapp 1,5 Meter hinter der Grundlinie, spielt den Return dann auch mit einem Slice defensiv und das ist sicherlich ein schönes Beispiel für einen defensiven Return. Hier nochmal in voller Geschwindigkeit. Und ihr seht, ja, ich kann da ganz gut das Tempo dann anziehen. Jetzt kommen wir hier zu einem krassen Gegenteil. Also hier wird auf Rot gespielt und weit hinter Rot. Das will der Gegner hier schon gleich ausnutzen und spielt auch direkt den Stopp. Und hier nochmal in Slow-Mo. Also jetzt, wenn ihr mal auf den Split-Step von dem Spieler rechts seht, der Split-Step geht sogar fast nach hinten. Ja, weil er einfach so viel Zeit hat, sich zu stellen und den Ball jetzt zu spielen. Das ist sicherlich auch eine schöne taktische Variante, die man auf Sand sicherlich dann häufiger sieht. Kommen wir zur dritten W-Frage. Wohin möchte ich meinen Ball spielen? Machen wir uns nichts vor. Wenn wir einen guten Aufschläger haben, dann sind wir meist ganz froh, wenn wir den Ball überhaupt ins Feld bekommen. Aber natürlich sollte ich mir im Vorfeld überlegen, welche Möglichkeiten, welche Optionen stehen mir zu, welche Möglichkeiten habe ich, meine Bälle zu platzieren, wenn ich eben doch die Möglichkeit habe, zu steuern, wo ich meinen Return hinspielen möchte. Es kommt, wie gesagt, sehr stark auf die Aufschlagqualität an und natürlich auch darauf, ob der Gegner seinen ersten Aufschlag oder seinen zweiten Aufschlag platziert. Das heißt, beim zweiten Aufschlag werde ich in der Regel viel eher bestimmen können, wohin ich denn meinen Return spielen möchte. Ich möchte euch jetzt 4 Positionen erklären, wo es sinnvoll ist, den Return hinzuspielen, wo es vorteilmäßig ist, den Return hinzuspielen. Ich habe die Kamera jetzt genauso aufgestellt, wie wenn wir einen Aufschlag von rechts nach links simulieren. Das heißt, ich bin jetzt Aufschläger, mein erstes Ich schlägt von rechts nach links auf und der Returnspieler, mein zweites Ich, retourniert. So, und jetzt ist natürlich die Frage, der Spieler drüben überlegt sich jetzt, wo er hinretourniert. Ihr werdet mit Sicherheit, wenn ich euch frage, was ist clever, wo ist clever hinzuretournieren, auf 2 Zielbereiche kommen. Der erste Zielbereich wird sehr wahrscheinlich, wenn ihr überlegt, dieser Zielbereich sein. Und der zweite Zielbereich wird mit Sicherheit dieser Zielbereich sein. Das kommt in der Regel auch relativ häufig vor, wenn ich meine Schüler frage, wohin würdet ihr denn gerne retournieren? Da kommt natürlich dann immer die Antwort, ja natürlich nach außen, ich will ja direkt den Punkt machen. Ich muss allerdings natürlich als Returnspieler wissen, dass wenn ich in diese Zonen retourniere, natürlich die Gefahr eines Fehlers nach außen, ich
möchte ja nah an die Außenlinie spielen, natürlich relativ hoch ist. Das heißt, wenn ich mich entscheide, an diese Position zu retournieren, ist das wirklich ein Return, wo ich sicherlich auf den Punktgewinn gehen möchte. Also ein offensiver Return. Ich möchte den Gegner unter Druck setzen und mit Sicherheit wird mein Aufschläger mir dann auch die Möglichkeit gelassen haben, dorthin zu retournieren. Jetzt möchte ich euch allerdings noch 2 weitere gute Return-Zielfelder zeigen, wo es sicherlich clever ist, hinzuspielen. Zum einen ist es diese Position und das ist mein absoluter Lieblingsreturn. Mache ich sehr, sehr häufig. Ich bin jemand, der sehr, sehr offensiv retourniert, also meistens, wenn ihr die Return-Ampel noch vor Augen habt, zwischen Gelb und Grün. Auch auf Sand ist eben meine Spielweise und ich nehme die Bälle sehr, sehr früh. Und wenn ich jetzt einen Aufschläger habe, der mit sehr, sehr viel Aufwand nach vorne springt, und das ist in meiner Spielklasse fast immer der Fall und auch mit Sicherheit in weiter unten liegenden Spielklassen der Fall, wenn also das Tempo beim Aufschlag sehr hoch ist, werden die Spieler ins Feld reinspringen und dann müssen sie sich wieder zurückorientieren. Und wenn ich jetzt als Returnspieler von drüben dort stehe und schaffe es, meinen Return lang mittig zu platzieren, wird dieser Gegner sehr stark unter Druck gesetzt. Zum anderen, als weiteren Vorteil, und deswegen habe ich die Kamera relativ mittig ausgerichtet, der Spieler, der jetzt meinen Return wieder zurückschlagen soll, hat aus dieser Position viel, viel weniger Winkel, mich wieder zu schicken, als wenn ich zum Beispiel auf diese Position retourniere. Wenn ich hierhin retourniere, hat der Gegner zum Beispiel hier die Möglichkeit, einen Kurz-Cross-Ball zu spielen. Und diese Möglichkeit hat der Gegner hier, wenn ich mittig retourniere, nicht. Ich habe außerdem natürlich den Vorteil, dass ich nicht an die Seitenlinien spielen muss. Das heißt, die Gefahr, dass der Ball seitlich ins Aus geht, ist deutlich geringer. Ich habe hier nur natürlich die Gefahr, dass ich zu kurz werde und der Gegner dann mich natürlich sehr stark attackieren kann, weil er natürlich nach seinem Aufschlag relativ wenig zur Seite rauslaufen muss. Das heißt, wenn ich diesen Return spiele, dann muss er lang sein, das ist klar. Aber dann hat diese Aufschlagposition, also diese Return-Position, hat dann natürlich deutliche Vorteile und ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich möchte euch in der Folge noch eine 4. Position zeigen, die sicherlich sehr, sehr, sehr gut ist und den Gegner unheimlich unter Druck setzt. Nämlich, wir haben jetzt lange Returns, warum nicht also einen kurzen Return spielen? Das heißt, wenn ich von rechts nach links aufschlage und retourniere, dann ist sicherlich auch ein kurzer Winkelball als Return eine Option. Warum? Wenn ich lang retourniere, hat der Gegner natürlich hier in der Ecke einen relativ kurzen Weg. Wenn ich Kurzcross retourniere, ist der Weg des Gegners natürlich deutlich länger. Das heißt, wenn ich schaffe, den Ball per Winkel rauszuspielen, ist das ein Return, der den Gegner auch extrem unter Druck setzen kann. Und natürlich muss ich auch von drüben in der Lage sein, diesen Return zu spielen. Das heißt, wenn der Aufschläger jetzt nach außen aufschlägt, dann fällt mir ein solcher Return natürlich deutlich leichter. In der Folge wieder einige Beispiele aus der letzten Bundesliga-Saison. Viel Spaß und bis gleich. Achten wir jetzt darauf mal, wo die Returns hingespielt werden. Hier ein Return aus dem Spiel gegen Bad Homburg und ich retourniere gewohnt offensiv und versuche hier mit diesem Return auch wieder den schnellen Punkt zu erzielen und spiele meinen Return an die Linie. In der Folge kann ich ganz gut weiterhin die Pace machen und von dem guten Return profitieren. Jetzt ein Return, der auch ein direkter Punkt war, wo ich nicht so weit nach vorne komme. Ein sehr guter Aufschlag eigentlich, aber hier mal gut zu sehen. Auch hier wieder volles Risiko an die Außenlinie gespielt. Hier eben so ein Return, völlig offensiv. Hier wird die Rückhand umlaufen und kurz Cross der Punkt gemacht. So, hier einfach mal ein Beispiel für einen sehr, sehr guten Return an die Außenlinie. Doch die individuelle Klasse des anderen Spielers sorgt für einen schönen Longline-Konter. Und auch das kann natürlich passieren, wenn man an die Außenlinien geht. So, hier ein Return mal in die Platzmitte und hier sieht man ganz schön, die Länge ist jetzt sehr, sehr gut von dem Spieler rechts und unsere Nummer 1, der Rock Jagd, der kann hier das nicht für sich nutzen, wird ausgekontert am Netz. Hier nochmal ein Beispiel für einen Return lang in die Mitte, von dem ich auch vorhin gesprochen habe. Ich selber kann jetzt hier nicht mein druckvolles Spiel aufbauen. Spieler links kommt ja auch wieder ganz gut ins Spiel und es entwickelt sich dann ein Ballwechsel. Ja, die Returns in die Mitte, wie gesagt, immer eine gute Waffe.
Man geht nicht so viel Risiko. Hier zeige ich mal, was passiert, wenn der Return eben in die Mitte zu kurz ist. Ich kann das Tempo oben halten und mache dann auch den direkten Punkt. Genauso wie hier, ebenfalls zu kurz der Return in die Mitte und der andere Spieler links kann dann direkt den Punkt machen. Hier mal eine schöne Variante, was man eben halt auch machen kann. Einfach mal einen kurzen Chip nach vorne, den Gegner nach vorne locken. Und das geht in diesem Fall auch sogar auf. Der Return-Spieler kann jetzt hier wunderbar auskontern und passieren. Und hier ein wunderschönes Beispiel für einen Kurz-Cross-Return. Mega guter Return. Der geht sogar so weit, dass der Spieler links fast an die Bande klatscht. Und hier wunderbar gespielt und vorgetragen. Konntet ihr alle W-Fragen für euch beantworten? Dann ist es Zeit, jetzt den Return zu schlagen. Und wie ihr das am besten macht, zeige ich euch jetzt. Und für mich der erste Punkt ist auf jeden Fall Fokus. Ich muss völlig fokussiert sein, mein Kopf muss aktiviert sein und muss im Notfall, ja, je nachdem, was für eine Spielstärke drüben steht, in der Lage sein, einen Aufschlag jenseits der 200 km/h zu retournieren. So, und das heißt, ich muss mich fokussieren. Wenn ich beim Return jetzt hier stehe, ohne Körperspannung, ohne Fokus, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit den Return verschlafen und ich werde den Return nicht fokussiert zurückschlagen. Das heißt, eine Vorbereitung ist ganz wichtig, dass ich mich aktiviere, mich konzentriere. Und jeder Aufschläger hat in der Regel eine Konzentrationsphase und eine Vorphase, bevor er den Aufschlag spielt. Ein Rafael Nadal zum Beispiel, der stellt sich hin, macht hier noch den, macht noch den, ja, so, und dann tippt er den Ball und hat eine extrem lange Vorphase, eine extrem lange Konzentrationsphase, um den Aufschlag zu spielen. Und in der Phase muss ich ebenfalls meinen Fokus aktivieren und hier stehen und bereit sein. Wenn ich meine Körperspannung, wie gesagt, verliere, wird es nichts. Also ich muss hier aktivieren und bereit sein. Anhand der Vorbereitung und der W-Fragen habe ich mir im Vorfeld überlegt, wo möchte ich meinen Return denn spielen. Jetzt gehen wir davon aus, ich möchte meinen Return neutral auf Gelb spielen. Dann würde meine Vorbereitung jetzt, meine Fokussierung so aussehen, dass ich mich nicht jetzt hier schon an den Bereich stelle, wo ich letztendlich auch Return spielen möchte, sondern ich würde mich ein Stück weiter nach hinten bewegen, ungefähr auf Rot. Warum mache ich das? Stichwort Fokussierung. Wenn jetzt der Aufschläger seinen Ball hochwirft, fange ich an, mich zu fokussieren und schon mal in die Bewegung zu gehen. Das heißt, ich mache es so, dass ich nach vorne komme, um dann den Zeitpunkt abzupassen, an dem ich das wichtigste Element der Beinarbeit beim Return durchführe, nämlich den Split Step. Ohne Split Step werdet ihr bei höheren Geschwindigkeiten keine Chance haben. Das heißt, ich muss sehen, dass ich kurz bevor der Gegner den Ball trifft, in den Split Step komme. Jetzt ist mein Körperschwerpunkt auf den Fußspitzen und jetzt kann ich reagieren nach links oder rechts. Wenn ich da stehe und mache keinen Split Step, habe ich meinen Körperschwerpunkt hinten und ich komme nicht vom Fleck. Das ist der Nachteil. Also empfehle ich euch, hinten anzufangen, den Gegner zu beobachten, wenn der Ball hochgeworfen wird, mit kleinen Tippelschritten nach vorne zu kommen und dann den Step zu machen. Und jetzt kann ich reagieren. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Wie halte ich denn jetzt eigentlich meinen Griff? Ich weiß ja noch nicht, auf welche Seite der Return-Spieler mir spielt. Ich weiß nicht, ob ich mit Vorhand erwartet oder eine Rückhand. Also gebe ich euch folgenden Tipp. Haltet den Griff mit der rechten Hand relativ neutral. Packt gar nicht zu, habt nicht einen Griff vorher schon drin, sondern habt mit der rechten Hand den Griff sehr, sehr locker, neutral gefasst, am besten im Kontinentalgriff. Und mit der linken Hand werdet ihr dann später hier, ich zeige es mal, den entsprechenden Griff blitzschnell reindrehen. Wenn ich zum Beispiel merke, ich muss eine Vorhand spielen und ich habe den Griff relativ neutral mit der rechten Hand, dann drehe ich mit meiner linken Hand nach rechts und dann seht ihr, dreht sich der Griff von hier nach da in den Vorhandgriff. Und ich kann so relativ schnell den richtigen Griff finden. Wenn ich jetzt eine Rückhand spielen möchte, dann drehe ich mit meiner linken Hand den Schläger nach links und dann seht ihr, drehe ich mir hier entsprechend den Rückhandgriff rein. So könnt ihr blitzschnell reagieren. Wenn ihr euch schon vorher festlegen würdet und festhalten würdet, würde das viel zu lange dauern. Das heißt, lockere rechte Hand und dann das oder das. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich dann die Ausholbewegung. Wird häufig verkehrt gemacht und ich sehe es immer wieder in meinem Training, dass wenn ein Gegner zügig aufschlägt, dass dann aus dem Step hier eine Riesenschleife gemacht wird.
Das könnt ihr im Prinzip komplett vergessen. Es kommt natürlich auf die Aufschlagqualität an. Allerdings, wenn ihr einen einigermaßen zügigen Aufschläger habt, dann werdet ihr nicht mehr die Zeit haben, hier großartig auszuholen. Das heißt, wichtig zu verstehen ist, dass ich meine Ausholbewegung verkürze. Ich habe ja eben gesagt, ich fokussiere mich, komme in den Split Step. Jetzt ist die Griffeinstellung an der Reihe. Angenommen, ich muss einen Vorhandgriff eine Vorhand spielen, gehe ich in den Vorhandgriff. Und jetzt hole ich nicht hoch aus, sondern ich gehe mit meinem Schläger zur Seite und verkürze jetzt meine Ausholbewegung. Es reicht völlig, wenn ihr entsprechend kurz zum Ball geht und nicht eben aus einer Schleife heraus spielt. Wenn der Gegner natürlich einen zweiten Aufschlag mir nur reineiert, komme ich aus meinem Step und kann natürlich dann auch die hohe Schleife spielen. Aber in der Regel wird das nicht der Fall sein, also stelle ich mich hin, hopp, drehe mich nach außen und jetzt kommt der letzte Punkt, den es zu beachten gibt. Jetzt solltet ihr natürlich sehen, dass auch wenn der Gegner sehr, sehr schnell aufschlägt, ihr dann mit dem Körperschwerpunkt nach vorne kommt. Denn hier könnt ihr den Return noch kontrollieren. Hier hinten ist es nicht mehr möglich. Daher muss meine Bewegung, mein Körperschwerpunkt immer zum Ball gedrückt werden. Also Step, Drehung, reingehen. Step, Drehung, reingehen. Das ist eminent wichtig. Ich muss vor meinem Körper treffen, sonst werde ich den Ball nicht mehr zielgerichtet spielen können und auch nicht kontrollieren können. Ja, das war alles Wichtige rund um den Return. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen für euer nächstes Match. Und denkt an die Return-Ampel, sehr, sehr wichtig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like hier auf diesem Kanal freuen. Schreibt mir bei Fragen in die Comments, würde mich auch sehr freuen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Bis bald, euer Martin.